Grüezi und herzlich willkommen in Rom, der ewigen Stadt. Noch sind wir am Flughafen, doch es gibt einige Möglichkeiten ins Stadtzentrum zu gelangen. Ich empfehle den Bus mit ca. 7 Euro preiswert und in einer Stunde bist du beim Bahnhof Termini. Die Fahrt dorthin bereitet dich sanft auf die enormen Menschenmassen in Rom vor. Ein Umstand, der nicht nur ihm Stirnrunzeln hervorruft. Okay, ganz Eilige nehmen den Zug, denn mit dem Taxi bist du kaum schneller, dafür darfst du mehr bezahlen. Spätestens beim Bahnhof Termini bist du im Zentrum Roms angekommen. Gleich daneben die hübsche Piazza della Repubblica mit dem noch hübscheren Najadenbrunnen in der Mitte. Nachts sieht der Platz toll aus, was übrigens für viele Orte in der Stadt gilt. Ja, es gibt enorm viel zu sehen in Rom, verlieren wir also keine Zeit. Einer der bekanntesten Plätze Roms ist die Piazza del Popolo, heißt also Platz des Volkes. Tatsächlich leitet sich der Name aber von den Pappeln ab, die den Platz säumen. Eine der auffallendsten Sehenswürdigkeiten auf diesem Platz ist der 36 Meter hohe ägyptische Obelisk aus dem Jahre 1300 vor Christus. Über Treppen kannst du den Pincio-Hügel besteigen. Von dort hast du einen wundervollen Ausblick auf den Platz und die Stadt Rom. Toll! Ein Spaziergang entlang der Viala della Trinità dei Monti Richtung Spanische Treppe lohnt sich insbesondere der Aussicht über die Stadt wegen. Oberhalb der Spanischen Treppe thront die Renaissancekirche Santissima Trinità dei Monti. Von ihrer Eingangstreppe hast du einen grandiosen Blick auf Rom, wenn du es denn auf die Treppe schaffst. Vor der Kirche steht der Obelisco Sallustiano und unterhalb der Spanischen Treppe ist die Piazza di Spagna, ein eleganter Platz aus dem 18. Jahrhundert. Und es herrscht, wie bei allen Sehenswürdigkeiten Roms, ein enormer Menschenauflauf. Um ein schönes Foto zu erhaschen, bleibt dir nur der frühe Morgen oder der späte Abend. Der Trevi-Brunnen ist ein mit Skulpturen verzierter Rokokobrunnen des Künstlers Nicola Salvi von 1762. Wenn du willst, darfst du eine Münze in den Brunnen werfen, das führt dich sicher wieder in die ewige Stadt zurück. Wenn du die große Liebe finden willst, dann wirf eine zweite Münze in den Brunnen und wenn du ganz sicher gehen willst, dann wirf eine dritte Münze hinein und du wirst diese Person sicher heiraten. Ja, Rom verlangt einiges von seinen Besuchern. Mein Tipp, kauf etwas Süßes und hier gibt es viel davon. Oder geh vielleicht ein Souvenir kaufen oder gar shoppen in der Galleria Alberto Sordi, einer vornehmen Einkaufspassage aus dem frühen 20. Jahrhundert mit Designergeschäften und Restaurants. Und wenn das nicht reicht, dann laden immer noch zahlreiche Restaurants zum Besuch ein. Der Petersplatz, Dreh- und Angelpunkt der Weltchristenheit, verdankt seine charakteristische elliptische Form der imposanten Kolonnade von Gian Lorenzo Bernini, die von Papst Alexander VII. In Auftrag gegeben wurde.
Tja, auf dem Petersplatz bist du nie allein. Zumindest von oben wirst du immer beobachtet. Der Platz wird vom majestätischen Petersdom beherrscht, der über einen Zeitraum von etwa 200 Jahren erbaut wurde und dessen Kuppel aus dem 16. Jahrhundert von Michelangelo entworfen und von Giacomo della Porta und Domenico Fontana vollendet wurde. Das Innere der Basilika beherbergt Meisterwerke einiger der größten Künstler der Geschichte. Der Obelisk des Vatikans in der Mitte des Platzes ist einer der 13 antiken Obelisken, die Rom schmücken, und wurde von Kaiser Caligula aus Ägypten nach Rom gebracht. Nach dem Gedränge im Vatikan wirst du etwas Ruhe schätzen. Also ist ein Spaziergang dem Tiber entlang genau die richtige Entscheidung. Gleich zu Beginn geht es am rechten Tiberufer an der imposanten Engelsburg vorbei. Seit 1925 befindet sich hier der Sitz des Nationalmuseums. Es sind Sammlungen der Kunstgeschichte und Erinnerungsstücke des italienischen Heeres in einem für diesen Zweck restaurierten monumentalen Rahmen zu sehen. Ein Spaziergang dem Tiber entlang ist herrlich entspannend, trotzdem interessant und sehr unterhaltsam. Auch hier werden alte Ansichtskarten, Bücher, Poster, Schmuck und vieles mehr recht erfolgreich an die Kundschaft gebracht. Diese Statue vor dem obersten Kassationsgerichtshof macht mir einen etwas nachdenklichen, um nicht zu sagen vorwurfsvollen Eindruck. Auf dem Ponte Cavour hast du eine prächtige Sicht, nicht nur auf den Tiber, sondern auch auf die Chiesa di San Rocco all'Agosteo und die Chiesa di San Girolamo dei Croati. Dieses Brunnendenkmal an der Piazza San Bernardo zeigt eine Skulptur von Moses in der Mitte sowie zwei Reliefs an seiner Seite. Die 4 Brunnen sind eine wunderschöne Ansammlung historischer Brunnen mit Abbildungen von Göttern und Göttinnen. In der Chiesa di San Paolo dentro le Mura werden dank ihrer raffinierten Akustik seit jeher Konzerte klassischer Musik aufgeführt.
Von weitem schon sieht man den Obelisco del Quirinale auf der Piazza del Quirinale. Rechts daneben ist der Palazzo del Quirinale. Der fast 15 Meter hohe Obelisk steht vor dem Quirinalspalast, dem heutigen Sitz des Staatspräsidenten. Im 18. Jahrhundert wurde das Gebäude als Sommerresidenz vom Papst genutzt. Ja, und damit wir Touristen nicht auf einer Bananenschale ausrutschen, ist dieses Notfall-Aufräumteam in den Straßen Roms unterwegs. Du kannst dich auf verschiedene Arten in Rom fortbewegen, mit dem Fahrrad, mit dem Bus für Kurzstrecken zu empfehlen oder mit der Metro, beide relativ pünktlich und auch preiswert. Und wenn du willst, geht's auch mit der Pferdekutsche voran. Die Piazza Navona besticht durch ihre länglich-ovale Form und ist einer der beliebtesten Plätze in Rom, wenn nicht sogar der beliebteste. Dieser Ansicht sind zumindest viele Römer und auch du wirst dich seinem Charme sicherlich nur schwer entziehen können, wenn du ihn erst einmal besucht hast. Absolut sehenswert die Basilika Sant'Agnese, die 1672 zu Ehren der heiligen Märtyrerin Agnes eingeweiht wurde. Und ich kann sagen, ich habe selten eine so wunderschöne Kirche gesehen und für viele gehört sie zu den schönsten Kirchen hier in Rom. Der Obelisk auf der Piazza della Rotonda vor dem Pantheon ist einer der 13 antiken Monolithen in der Stadt. Das Gebäude besteht aus einem zylindrischen Baukörper, dem ein Portikus mit korinthischen Säulen vorgelagert ist, die das Giebelfeld tragen. Auf dem Fries des Gebälks ist die ursprüngliche Inschrift mit der Widmung an Agrippa erhalten. Das Pantheon, was übrigens alle Götter heißt, wurde etwa 118 bis 125 nach Christus erbaut. Es beherbergt einige Renaissance-Gräber, darunter Raffaels Grab.
Die Geschichte des Pantheon begann bereits im Jahr 27 vor Christus, als Marcus Vipsanius Agrippa, Schwiegersohn, Freund und Mitarbeiter des Augustus, in dieser Gegend einen ersten Tempel errichten ließ, der allen Göttern gewidmet war. Übrigens, an Pfingsten fällt jedes Jahr am Ende der Corpus Domini-Feier im Inneren des Pantheons ein Regen aus Rosenblättern nieder. Sehr hübsch. Die Piazza del Campidoglio ist ein von Michelangelo entworfener Platz. Er ist der erste Platz im modernen Rom, der nach Michelangelos Kriterien für eine einheitliche Gestaltung gebaut wurde und befindet sich auf dem Kapitolshügel. Der florentinische Architekt schuf ein elegantes Podium für das Reiterstandbild des Marcus Aurelius, das 1537 in der Mitte des Hügels aufgestellt wurde und das Herzstück der neuen Stadtgestaltung bildete. Und auf der Piazzale Caffarelli, gleich nebenan, hast du einen hervorragenden Ausblick über Rom. Das Victor-Emanuels-Denkmal an der Piazza Venezia zu Ehren des ersten italienischen Königs heißt offiziell Monumento a Vittorio Emanuele II. Und ist ein Nationaldenkmal. Der noch nicht allzu alte neoklassizistische Marmortempel wurde zwischen den Jahren 1885 bis 1927 erbaut. Es erinnert an die Vereinigung Italiens im März 1861, die erst durch Italiens erstem König Victor Emanuel II. Ermöglicht wurde. Gleich neben dem Victor-Emanuels-Denkmal ist die Basilika di Santa Maria in Araceli. Faszinierend finde ich die Decke aus dem 16. Jahrhundert im Inneren der Basilika. Um die äußerst hübsche Trajansäule windet sich ein in Stein gehauenes Fries, das an den Sieg im Krieg gegen die Daker erinnert. Die Trajansäule ist das einzige Monument auf dem Forum, das praktisch unversehrt bis in unsere Zeit überlebt hat. An der Spitze der Säule steht eine Statue des heiligen Petrus.
In der näheren Umgebung des Kapitols kann man die Spuren des antiken Roms gut erkennen. 2000-jährige Denkmäler, faszinierende Ruinen einer alten Kultur bevölkern die Strecke vom Kapitol zum Kolosseum. Das Kolosseum ist das bedeutendste Symbol der Stadt und wird jedes Jahr von Tausenden Menschen besucht. Übrigens, die Dynastie der Flavier, die neuen Machthaber Roms, errichteten das mächtige Kolosseum. Es heißt daher Amphitheatrum Flavium. Der Bau begann im Jahr 72 unter Kaiser Vespasian. Er starb allerdings im Jahr 79 und erlebte die Fertigstellung nicht mehr. Die Einweihung fand im Jahr 80 unter Titus statt. Und nebenbei, finanziert wurde der Bau mit den im Tempel von Jerusalem erbeuteten Schätzen. Ja, und übrigens, der etwa 25 Meter hohe Konstantinsbogen ist der größte unter den 3 Triumphbögen, die in Rom noch erhalten sind. Ja, mein Tipp: Besuche und genieße die Stadt, ihre Cafés, ihre wunderschönen Parks, die immer noch ruhigen Orte. Aber ohne Wunsch, sämtliche Monumente und Museen besuchen zu müssen, außer du bist leidenschaftlich daran interessiert oder du suchst nach Antworten aus beruflichem Interesse. Mit diesen Bildern verabschiede ich mich von dir aus der ewigen Stadt. Wie immer freue ich mich über deinen Kommentar, natürlich auch über dein Like und ebenso über dein Abo. Wir sehen uns schon bald wieder auf meinem Kanal. Bleib einfach dabei und das Wichtigste, bleib munter.